Das sind Svenja und Jan. Sie haben sich übers Internet kennengelernt. Zusammen mit ihrem 3-jährigen Mischling aus Bulgarien starten sie in ein Abenteuer. Sie wollen Camper werden. Hoffentlich kracht das nicht zusammen. Die Hobbyheimwerker bauen dafür einen gebrauchten Kastenwagen aus. Das ist doch total schief. Oder der Bus steht schief. Der steht, glaube ich, ein Stück nach vorne gekippt. Ach du Scheiße. Ja, okay. Sie schwimmen mit auf der großen Campingwelle, weil sie als Paar mit Hund eine neue Art von Urlaub suchen. Die Camperneulinge nehmen sich viel vor. Ihre Testreise geht in die holländischen Dünen. Nur schade, Emil ist im Hundecamper Stress. Das Ziel ihrer ersten großen Reise ist weit gesteckt. 3500 Kilometer nach Norwegen, zum Nordkap. Highlight für alle Skandinavien-Fans mit einer umwerfenden Aussicht. Zumindest bei gutem Wetter. Hierhin wollen die beiden unbedingt und dafür werden sie sogar Mitglieder in einem Club. Ich bin auch wirklich überrascht. Ja, das ist cool, ne? Ja. Und noch ein Grund für diese Reise. Auch Svenjas Vater hatte davon geträumt. Ich fühle mich meinem Papa so ein bisschen nah irgendwie. Nähe zueinander, Ruhe und viel Natur. Das suchen die beiden, finden aber viel mehr. Viersen am Niederrhein. Hi, grüßt euch. Ich bin Svenja. Ich bin Jan. Kommt doch rein. Seit 1,5 Jahren wohnen die beiden in ihren eigenen 4 Wänden. Ihr Traum vom Wohnen? Ein schicker Skandinavien-Look. Ich mag gerne so ein bisschen boho und auch so ein bisschen skandinavisch und helle Farben. Ich mag das natürlich auch. Nicht immer sind sie einer Meinung. Ich kaufe auch häufig Sachen, ohne ihn zu fragen, ne, aber meistens... Meistens schicken wir die dann zurück. Seit 3 Jahren sind die Juristin und der ITler verheiratet. Kennengelernt haben sie sich... Ganz klassisch über Tinder. Wir sind so ein wie Tinder-Match. Ja. Wir haben gematcht, haben kurz geschrieben, haben uns verabredet und ich habe ihn von Weitem gesehen und ich habe gewusst, das ist er. Ich habe es einfach gewusst. Seitdem packen sie zu zweit eine Menge an. Das war unser erstes Projekt, was wir gemeinsam gemacht haben im Garten. Erstes größeres Projekt, kann man ja sagen. Ist, auch wenn man es meinen könnte, tatsächlich kein Bausatz, sondern haben wir uns komplett selbst ausgedacht. Und naja, das Endergebnis ist ganz zufriedenstellend, finden wir jedenfalls. Projekt Nummer 2 ist eine Nummer größer. Die Viersener wollen gemeinsam mit ihrem Hund aus dem Tierschutz zu Campern werden. Und deshalb suchen sie einen gebrauchten Kastenwagen. Es soll eben nicht ein Camper von der Stange sein, dann hätten wir auch einen kaufen können, der fertig ist. Sondern wir wollen einfach, dass unser Touch da mit drin ist. Ne? Unser Einrichtungsstil, unser Geschmack, der soll sich da auch wiederfinden. 4 Wochen später haben sie ihren Traumwagen gefunden. Ich glaube, wir haben echt mehr Glück als Verstand gehabt. Der stand in Bochum, also wirklich nicht weit von hier. Und ich glaube 4 Jahre alt, ne? 4 Jahre, 50.000 Kilometer erst gefahren und wurde von privat verkauft. Und wir haben am Ende 15,5 gezahlt. Kann man sagen, war ein Schnäppchen. Ne? Auf jeden Fall. Für ihre erste große Camperreise träumen die Krügers von abgeschiedenen Seen, einsamen Fjorden und dem Sehnsuchtsziel Nordkap. Mitternachtssonne genießen und chillen in der Natur. So zumindest ihr Plan. Heute beginnt der Umbau. Wenn alles nach Plan läuft, sieht das ehemalige Baufahrzeug bald so aus. Fenster, Dämmung, Dachluken für rund 11.000 €. Das ist der Rohbau. Wichtiger ist den beiden der Innenausbau. Das heutige Tagesziel klingt simpel: einen Hängeschrank bauen. Gut, das ist total schief, oder? Total schief. Oder der Bus steht schief. Der steht, glaube ich, ein Stück nach vorne gekippt. Warte mal. Guck, der steht nämlich nicht im Wasser, der Bus. Da müssen wir es so, wie das jetzt ist, machen, oder? Ach du Scheiße. Ja, okay. Hauptsache, die Schuldfrage ist geklärt. Die liegt nämlich bei Svenja. Sie hat geplant und dabei übersehen, der Van wird nach oben hin immer schmaler. Das Problem ist einfach dadurch, dass die Wand hier ein bisschen schräg ist. Ne, dann
ist das ja aus so einer innen gekippt, hier dieses untere Brett. Und wenn das andere gerade drauf schreibst, ergibt sich ja so ein fallender Boden am Ende. So, und dann rollt dir alles entgegen hinterher. Das willst du ja nicht. Ne? Das soll ja am Ende gerade sein. Wirklich gerade ist hier nichts. Die anspruchsvolle Juristin ist genervt. Das ist so beschissen geworden. Ja, ist egal. Wie egal. Ich glaube, der Jan hat mittlerweile gelernt, dass es in manchen Situationen klug ist, einfach gar nichts zu sagen, um mich in Ruhe zu lassen. Meistens ist der Jan aber auch nicht so klug, der sagt dann nämlich trotzdem was. Dann eskaliert das Ganze schon mal ganz gerne. Und auch der nächste Schritt ist komplizierter als gedacht. Ja, das geht hier auch nicht richtig dran, ne? Guck mal. Wenn du das... Dann hängt die auch schief, ne? Das ist alles schief. Aber ich glaube, durch den Winkel... Da oben ist das minimal. Da oben zieht sich das durch den Winkel dann ja wahrscheinlich einigermaßen. Wir müssen das hier anbringen. Wir müssen es, glaube ich, doch festmachen, Schatz. Ne? Das sah so einfach aus im Internet. Da hilft nur improvisieren. Nicht ganz einfach für die beiden Strategen. Noch nicht so ganz. Das ist immer noch schief, ne? Immer noch schief. Wir müssen mehr machen. Naja, wir schneiden einfach noch mal ein Stück. Das reicht im Leben nicht. Nee, ich würde auch direkt noch ein bisschen mehr abschneiden. Ob es endlich passt? So, schauen wir mal. Und ist es besser? Ja, ich glaube, das ist gut. Über 3 Stunden sitzen die beiden nun schon an ihrem Hängeschrank. Und? Ich bin nicht zufrieden. Nein? Nein, es sieht nicht schön aus hiermit, weil das so dreieckig alles ist. Gut geplant, einigermaßen ausgeführt, aber nicht fertig. Das Konzept war, dass wir den Hängeschrank heute fertig haben und heute Abend aufklappen können. Ja? Ja, wie Okay. so oft, ne? Bei all dem vergessen die beiden nicht, was wichtig ist im Leben. Eine emotionale Reise ist nämlich für Svenja der geplante Trip zum Nordkap. Das war das Traumreiseziel ihres Vaters. Und dann haben wir das sind die schriftlichen Aufzeichnungen von meinem Papa. ne? Genau. Guck mal, hier hat er aufgeschrieben, wie viele Kilometer. 3400 Kilometer. 3400 Kilometer. Wahnsinn, ja. Vor 9 Jahren ist Svenjas Vater gestorben, an einem Herzinfarkt mit nur 65 Jahren. Vater und Tochter hatten eine enge Beziehung. Seine liebevoll geplante Reise hat nie stattgefunden. Svenja möchte die Nordtour jetzt auch für ihren Vater machen. Einfach so ein bisschen die Punkte, die mein Papa hier so aufgeschrieben hat, die er angucken wollte, wo er unbedingt hin wollte, dass wir da vielleicht den einen oder anderen auf unserer Reise mitnehmen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und so ein bisschen auf den Spuren von Papa unterwegs sein. Am Nordkap will Svenja verstehen, warum Norwegen immer sein Traum war. Acht Monate später. Aufbruchsstimmung. Der Selbstausbau ist zwar noch nicht ganz fertig, aber heute wollen die Neulinge das erste Mal mit ihrem Van los. Haben sie überhaupt Spaß am Campen? Müssen sie ihre große Tour zum Nordkap nochmal überdenken? Das Ziel ihrer Testreise: ein Campingplatz mitten in den Dünen an der holländischen Küste. Sag Bescheid, wenn ich es aufdrehen kann. Ja, ziehst du noch ein Stück Schlauch dann mit hierher? Wobei, ja doch, wäre besser. Reicht das? Ja, ja. Mache ich jetzt an, ja? Jo. Jan befüllt den 80-Liter-Tank des Campers zum ersten Mal. Jetzt könnte es eigentlich losgehen. Also der Kühlschrank funktioniert. Hier schon kalt? Ja. Ja, sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wie das so wird. Also auch so Campingplatz-Mentalität. Wir sind noch nie auf einem Campingplatz gewesen. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich habe immer so die Vorstellung von Kleingartenverein. Warst du noch nie auf dem Campingplatz? Ich war noch nie auf dem Campingplatz. Nee. Okay. Oh, Oh, oh. du musst ausmachen. Schnell. Nee, ich mach das. Jetzt zieh's doch raus. Warte doch mal. Nicht so eine Bahn immer gleich. So, Es ist undicht. Es ist undicht. so, alles gut. Schatz, es ist undicht. Wo? Ja, hier, weil es steht in dem Entlüftungsschlauch. Wir müssen Ja. einmal die Pumpe einschalten. Dann mach doch. Ich dreh mal einmal das Wasser eben erst ab. Ich weiß nicht, welcher Schalter für die Pumpe ist.
Nein, undicht ist hier gar nichts. Jan hat den Wassertank nur zu voll gemacht. Der ist übergelaufen. Also einfach weitermachen. Ja, heute fahren wir dann zum ersten Mal los Richtung Holland an die Nordsee, am Campingplatz. Bei bestem Wetter offensichtlich. Und ja, versuchen mal, wie es so ist, in dem Auto überhaupt zu schlafen. Ob uns das gelingt und ob das dann was wird mit den 4 Wochen, die wir so bald vor uns haben. Ja. Gut, Emil. Ja, nicht so schnell. Alles gut. So, einsteigen. Komm. Auch für Emil ist die Testreise eine Premiere. Klappt das? Ja, klappt. Das Abenteuer zum ersten Mal campen kann beginnen. Ihre Testreise, 260 Kilometer liegen vor ihnen. Ruhe und Natur, das suchen die Viersener. In dem kleinen Küstenort Sint Maartensee in der Provinz Nordholland hat Svenja deshalb einen Stellplatz mitten in den Dünen gebucht. Gut möglich, dass das klappt mit der Ruhe. In dem Örtchen wohnen nämlich nur 45 Menschen und der Campingplatz ist auch nicht voll. Na, der Hund hat erstmal Hunger. Ne? Ja. Ja, aua. Ja, Emil, Jetzt sind riecht's wir nach hier. Pommes, ne? Oh, lecker. Hallo. Hallo. Hi, guten Abend. Krüger heißen wir. Sie im Sanitärgebäude. Sie stehen jetzt hier bei der Rezeption. Da können Sie über der Straße die Richtung auffahren. Und dann ist da die Platznummer 7. Okay. Perfekt. Ja, Alles klar. Super, Cool. das finden wir. So. Vielen Dank. Danke sehr. Schönen Abend. Danke. Dankeschön. Nee, nicht die Richtung. Komm hier lang. Ich bin froh, dass wir da sind. Es war eine anstrengende Fahrt, viel Stau und jetzt ist es hier ein bisschen kühl, aber ich glaube, es ist cool mit den Dünen und direkt dahinter das Meer. 26 € die Nacht kostet der Stellplatz für den Van. Vierbeiner logieren hier gratis. Gute Voraussetzung und gut, dass Jan easy einparken kann. Auch gut, Svenja hat stylische Stühle besorgt, denn von einer glamourösen Innenausstattung ist im Camper noch wenig zu sehen. 8 Monate Zeit für Roh- und Innenausbau waren offenbar nicht genug. Alles vorbereitet. So, bitteschön. Ach, wunderbar. Danke. Sehr schön. Zum Wohl. Prost. Prost. 400 Stellplätze bietet der naturbelassene Platz in den Dünen. Die meisten davon sind für Wohnwagen reserviert. 25 Parzellen sind exklusiv für Camper, unter anderem für die Stellplatznachbarn De Vries mit ihrem Sprinter Marke Eigenbau. Das wollen Svenja und Jan genauer sehen. Ach ja, guck mal. Das wird so umgeklappt, oder? Ach, Dahinter ist es. super. Ja, das ist cool. Ja, sehr gut. Dankeschön. Eine Frage, die Stühle, Ja. die Sie haben. Das gefällt Ihnen? Ja, sehr bequem. Ja. Wollen Sie mal ausprobieren? Ja, klar. Sie bleiben immer sitzen hier. Ja, ja. Ja, also gut, ne? Ja. Prima. Ja, finden wir auch tatsächlich, ja. Peter ist ein erfahrener Camper. Ich bin jetzt 80, so 55, nach 60. 60 Jahre. Ja, Sie haben es gehört. Zu lang. Das ist genug. Sie sind 80 Jahre alt? Ja, Ja? ja. Hätte ich nicht gedacht, Wahnsinn. Ich arbeite noch. Oh, sehr gut. Mathematik, Das hält jung. Ja. ja, das liebe ich. Also das haben wir halt irgendwie selbst zusammengebaut. Ne? Ja. Aber wir sind noch nicht fertig. Also ne, hier muss noch was an die Wand. Das ist ja noch Das ist Spanplatte. Wir müssen verkleiden, alles. Ja. Genau. Sehr schön. Für die erste Tour ist es okay. Ja. Viel Plezier. Spaß. Danke. Spaß. Ja, danke sehr. Und nicht schlecht staunt der erfahrene Camper, als er hört, wo es hingehen soll. Nordkap. No, das Norwegen. ist, ja, das Ganz ist oben. sehr weit, nicht? Ja, das ist 3500 Kilometer eine Und Strecke. wie viele Monaten? 4 Wochen. 4 Wochen, ein Monat. Ja, 4 Wochen. Das ist wenig für die lange Strecke. Und vielleicht wird's noch härter. Denn die Krügers haben nur eine Matratze auf Spanplatten. Immerhin 2 Meter mal 1,80 Meter.
Hoffentlich kratzt das nicht zusammen. Ich glaube, jetzt stehe ich nicht mehr auf. Ne, wir bleiben jetzt. Der nächste Tag startet früh. Sie haben viel vor. Morgen. Morgen. Ja, wir haben die erste Nacht hinter uns und es war wirklich sehr schön ruhig und bequem. Ich habe geschlafen wie ein Baby, tatsächlich. Also gar kein Du Problem. hattest ja auch noch ein gute Nachtbier. Vielleicht ist das der Grund Ja, gewesen. das war clever. Clever auch, aus dem bequemen Bett wird ein praktischer Outdoor-Tisch. Die entscheidende Frage bei vielen Urlaubern: Wer sieht zuerst das Meer? Dafür haben sie sich Leihräder vom Campingplatz besorgt. Inklusive Hundeanhänger gut 25 € pro Tag. Bei ihrer großen Tour wollen sie ihre eigenen mitnehmen. Der Himmel liegt ja ganz gechillt. Guckt vorne raus. Macht das echt ganz okay. Ja. Und dann ist es da, See, Z-E-E, wie die Holländer irritierenderweise das Meer nennen. Oh, jetzt kann ich das Meer sehen. Bitte? Das Meer kann man sehen. Ja. Ja, los, komm. Nein, nicht so schnell. Super. Ist voll schön hier. Und dafür sind wir hergefahren. Urlaub für Mensch und Hund. Das klappt mit Camping wirklich gut. Emil fühlt sich pudelwohl. Doch Svenja macht sich Gedanken. Wie wird wohl die Reise ans Nordkap? Nur Natur und Ruhe können auch öde sein. Ich habe keine Vorstellung, um ehrlich zu sein. Wir haben noch nie Urlaub gemacht, ohne irgendwo so eine Art Homebase zu haben und irgendwie eine Gastronomie rundherum. Und wenn wir so in der Pampa unterwegs sind, ist es doch noch mal was anderes. Jan hat genaue Vorstellungen für ihre erste große Camperreise. Also das wirklich typische dicht an dicht, Camper an Camper, das möchten wir eigentlich nicht. Ne? Also wir wollen schon ganz gerne ein bisschen auch unsere Ruhe haben, wie gesagt, und dass da irgendwie Plätze finden, die schön sind, was die Natur angeht, sehenswert sind, wo man einfach ein bisschen runterkommen und entspannen kann. Ja. Die Generalprobe hat geklappt. Ein paar Unsicherheiten bleiben aber. Wie wird das Paar mit Enttäuschungen umgehen? Denn sowas passiert ja auf jeder Reise. Reisestart in Viersen. Die große Tour vom Niederrhein zum 3500 Kilometer entfernten Nordkap geht los. So, Achtung. Das war's dann. Drehst du es mal andersrum? Mal 180 Grad oder? So, ne? Ja, weil hier ist der Einstieg. In den letzten 3 Wochen haben sie nicht alles geschafft. Ich würde sagen, es ist immer noch ein Camper und noch kein Glamping-Van, weil wir einfach noch nicht fertig sind. Ne? 3 Millionen Kleinigkeiten, so mehr oder weniger, die halt unfassbar viel Zeit fressen. Wenn man das Vorher mit dem Nachher vergleicht, kriegt man einen anderen Eindruck. Hier ist Glamour eingezogen. Viele ihrer Ideen konnten sie umsetzen. Die Folie im Metro-Fliesen-Style aus China. Und die Farbauswahl im Skandinavien-Look. Das bei Campern so beliebte leichte Paulownia-Holz wirkt edel. Insgesamt 17.000 € hat der komplette Umbau gekostet. In ihrem Camper sieht es wirklich fast so aus wie bei ihnen zu Hause. Jetzt geht's los. Juhu. Freust du dich? Ja. Ich auch. Ich hoffe, wir haben alles. Ja. Okay. Vor ihrer Reise sind sie dann doch ganz schön nervös. Da wird das eine oder andere schon mal vergessen. Das merken sie erst später. Vom Niederrhein Richtung Norden. Per Fähre nach Dänemark. Erstes Zwischenziel Schweden. Der Bolmensee-Campingplatz am Naturschutzgebiet in der Provinz Småland. Das Highlight, die Öresundbrücke, knapp 8 Kilometer lang. Schön. Das ist so ein geiler Ausblick. Mittendrauf die Grenze zwischen Dänemark und Schweden. Kosten fürs Befahren gut 50 € für ein Wohnmobil für eine Strecke. Hi. Bye, bye. Jetzt kommt es drauf an, hat Svenja den richtigen Platz reserviert? Ruhe, nicht so viele andere Camper und für den Hund keinen Stress. Soweit ihr Plan.
So, da sind wir. 11 Stunden Fahrt und nie mehr als 110 Stundenkilometer. Die beiden sind kaputt. Ja, du bist auch froh, ne? Dass wir endlich da sind. Hoffentlich spricht hier jemand Englisch, denn Schwedisch können sie nicht. Die Rezeption ist in einem ehemaligen Bahnhof untergebracht. Seit den 60er Jahren melden sich Camper hier an. Vieles ist hier noch original. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum mein Papa die Tour machen wollte. Oh. Der war Angler. Ja, guck dir mal die ganzen Bilder an. Hallo. Hi. Hallo. Servus. Hi. Ich bin John. Ich bin Jan, freut mich. Hi. Hi. Svenja. Svenja, moin Sven. Das ist Emil. Was für ein Glück. Campingplatzbetreiber John spricht Schwedisch und Deutsch. Er hat auch beide Nationalitäten. Kein Schwedisch, kein Englisch. Hier spricht man Deutsch. Meine schwedische Großmutter wohnte hier so 150 Meter die Straße runter. Früher habe ich hier mal am Campingplatz Eis, Süßigkeiten, auch mal einen Angelköder gekauft. Die alte Eigentümerin, die kannte mich auch noch. Und dann hatte die halt so gefragt, was machst du denn hier? So ins Gespräch gekommen und meinte, ja, willst du den Campingplatz kaufen? Nö, dann habe ich das letztes Jahr übernommen. Ich angel gerne halt so, ich bin gerne in der Natur, Wassersport mache ich. Nee, und das kommt hier alles so zusammen. So, deswegen bin ich zufrieden mit der Entscheidung. Und so kommen die beiden unerwartet zu einem Sprachkurs. Hey, das sagt man wohl so in Schweden halt die Begrüßung. Und die Verabschiedung ist auch denkbar einfach. Ja. Man kann Hey sagen, Okay. aber normal ist Hey Do. Und wenn ihr mal euch bedanken wollt, wäre es entweder, was einfach zu merken ist, Tak oder Tak so Mücke. Ja. Kommt mal mit durchs Leben. Genau, wenn Fragen sind, könnt ihr immer kommen. 22 Uhr will ich schlafen. Tak. Warsche go! Alles klar. Danke dir. Na klar. Perfekt. Danke. Für Frauchen und Herrchen war das ein herzliches Willkommen. Ja, wir sind ja super freundlich empfangen worden hier auf dem Platz. Alles schön ruhig erklärt, wo ist was und so weiter. Und naja, jetzt sind wir hier mitten in der Natur, es ist ruhig, also es ist genau das, was wir wollten tatsächlich. Emil wird nicht so herzlich begrüßt. So ist prima. Nein! 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 Campernachbar Wolfgang kennt sich aus. Er campt seit über 30 Jahren und sein Wissen gibt er gerne weiter. Vor allem an Camper-Neulinge. Seinen Hund hat er gut im Griff. Und so ein Camperhund muss ja auch erstmal sich daran gewöhnen, ne? Ständig woanders hinzufahren. Ist für den Hund auch immer eine neue Situation. Ne? Ja, ich bin gespannt. Also wir sind seit Mittwochabend jetzt unterwegs und der ist schon gestresst, das merkt man schon. Ja, je nachdem wie weit man fährt, ist ja klar. Und immer jeden Tag was anderes. Ne? Wo geht's anschließend hin? Wir sind heute die erste Nacht hier. Wir fahren dann noch weiter zum Nordkap und dann die norwegische Küste zurück. Oh, das sind Kilometer. Ist ein bisschen weiter, genau. Ja. Das ist eine Strecke 3.500 ungefähr. Eben, ja. Und das tue ich mir nicht mehr an. Ich will das entspannt angehen. Ich fahre pro Tag 250 Kilometer so höchstens. Und dann sind wir wieder auf dem nächsten Platz. Ja, wir gucken mal, wie es läuft. Ob wir es beim nächsten Mal Ja, genauso gut. machen oder anders. Wolfgang weiß, zu lange Etappen sind anstrengend. Und zusätzlich schwierig wird's, wenn das Mobil eigentlich noch nicht ganz fertig ist. Ihm fällt sofort auf, dass die beiden das Fenster nur provisorisch abgedichtet haben. Ganz neu. Ja, wir haben den selber ausgebaut. Okay. Ja, ich sehe schon, mit Gafferband. Ja, ne? Wenn es nicht richtig dicht wird. Ja, dicht sollte das schon sein. Das kennen die beiden so noch nicht. Andere Camper, die sie ganz genau mustern. War ein langer Tag, seit heute Morgen um 4. Ne? 10 Stunden, ach nee, Quatsch, 12 Stunden Fahrerei fast. Das reicht für heute. Wir machen nichts mehr heute. Schlafen. Ja, die haben alle so riesige Autos. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die wirklich so viel größer sind als unseres. Doch. Ja. Die sind länger und breiter. Ja, stimmt, die sind breiter auf jeden Fall. Ja. Naja, wir kommen auch mit denen hier gut klar, ja?
Wir müssen uns noch ein bisschen eingrooven, glaube ich. Die nächsten Tage werden ein Erlebnis. Tolle Natur, lecker Essen und Svenja kommt ihrem verstorbenen Vater ganz nah. Der erste Morgen im südschwedischen Småland. Das Wetter ist gut, die Laune auch. Einfach mit Blick auf den See. Das stimmt. Was will man mehr? Meine Erwartung an Skandinavien und insbesondere auch an Schweden war, dass ich viel Natur sehe, Ruhe habe, wirklich gut abschalten kann. Und jetzt hier im ersten Spot, wo wir sind, hier am See, heute Nacht war es so still, man hat höchstens heute Morgen mal ein paar Vögel gehört. Also herrlich, da kommt man richtig schön runter. Ja. Und die Natur ist auch voll schön. Es ist alles grün, super schön. Die beiden könnten jetzt eigentlich in den See hüpfen. Ich habe keine Badehose dabei, habe ich festgestellt tatsächlich. Wobei ich auch nicht ganz sicher bin, ob ich die überhaupt brauche. Ist ja doch von den Temperaturen her noch frisch. Bei dem Wetter könnte man auch eine Kanufahrt machen. Dafür bräuchten sie dann aber wasserdichte Kleidung. Ich habe keine Regenjacke dabei. Die Wetterprognose ist nicht so gut. Regenjacke wäre schlau gewesen. Also Plan B. Mitbringsel kaufen. In der Nähe soll es dafür eine Möglichkeit geben. Doch plötzlich wieder interessierte Nachbarn. Bekommen die Camperneulinge nochmal Kritik? Das ist natürlich toll mit dem Tisch, der versenkbar ist. Ja, genau. Ja. Schlafen wir dann Als Schlaf. Ja, es ist sehr Als schön. Schlaftisch. Hatten wir auch in unserem Camping-Faltwagen hatten wir das. Ja. Da war auch so ein Falttisch. Ja. Sehr schön. Aber sehr gut gemacht. Ganz toll. Habe ich abgekupfert, ein bisschen geguckt auf der Campingshow, wo die Anregungen von vorne alles selbst Internet haben wir gemacht. das meiste tatsächlich. Da gibt es alle möglichen Videos mittlerweile mit Anleitungen. Und ja, da haben wir uns ein bisschen inspirieren lassen. Mit ein bisschen handwerklichen Ja, Fähigkeiten. man lernt ja auch was dazu, wenn man sowas macht, Ja, was man vielleicht vorher noch nicht so konnte. Toll gemacht. Ja, Sehr schön. war ganz Sehr happy. Ja. Für die beiden Rentner aus Bochum kommt so ein selbst ausgebauter nicht mehr in Frage. Na, wir sind froh, dass wir einen fertig ausgebauten haben. Das ist auch eine Altersfrage. Beweglichkeit der Knochen. Svenja und Jan sind noch richtig beweglich. Mit ihren eigenen Rädern wollen sie zu einem Shop. Schweden soll ja teuer sein. So habe ich mir Schweden irgendwie immer vorgestellt, also wenn man hier links guckt. Und hier haben wir auch eine coole Terrasse da direkt vorm Haus. Das hat, glaube ich, auch einen coolen Blick auf den See runter. Ja. So chillig geht's nicht weiter. Der nächste Kontakt mit Einheimischen und ihrem Geld wird die Neulinge überraschen. Das ist aber schick hier, guck mal. Das sieht aber auch mega lecker aus. Und eine Marmelade wollten wir haben. Ne? Ist das? Nee, das ist so orange. Hm? Das könnte auch Honig sein. Ja, nimm mal mit. Sollen wir das Ja, nimm das mal mit. Was auch immer es ist. Cool. Das Problem ist, dass wir die Sprache nicht können und man nicht alles herleiten kann. Also hier so Blaubeer und Rhabarber, das kann man schon. Aber Das ist Honig und das ist hier irgendwie eine andere Marmelade, würde ich behaupten. ja, das ist hier Maskros-Marmelade. Ja, Marmelade. So verpassen die beiden eine kulinarische Besonderheit: Löwenzahnmarmelade. Auf den Kuchen können sie wenigstens zeigen. So geht das. Noch was? No, danke. Nein, danke. Zahlen Sie mit Karte? Yes. 440. Wie bitte? 440? Okay. Schwedische Kronen. Das sind gut 42 € für 3-mal Kuchen, 3 kleine Mitbringsel und 2 Kaffee Latte. Schweden ist bekanntlich teuer, aber das ist sehr teuer. Die Camperneulinge sind ganz auf Urlaub programmiert. Da ist das Geld offenbar mal nebensächlich. Aber das ist gut. Also wir essen beide gerne süß, von daher bietet sich das hier ja an. Und es sieht auch alles fantastisch aus, muss ich sagen. Und drin, die haben das ja alles super hergerichtet. Das scheint ja auch ganz neu zu sein. Und nett waren die auch. Svenja und Jan lassen es sich gut gehen. Die nächsten Tage werden anstrengend. Noch 2500 Kilometer trennen sie von ihrem großen Reiseziel, das Nordkap. Der nördlichste Punkt Europas. Weiter kommt man mit dem Auto nicht. In 7 Tagen wollen sie da sein. Dass wir nächste Woche schon am Nordkap sind, ist ja schon auch ziemlich weit. Ne? Also von daher wird das auch der eine oder andere Tag ein bisschen Überwindung sein, glaube ich, überhaupt so weit zu fahren. Am nächsten Morgen.
Hej då, Sverige! Tschüss, Schweden! Jetzt geht es über die Grenze nach Norwegen, immer Richtung Polarkreis. Die Region ist schroff und karg. Hier kann selbst im Juni noch Schnee liegen. Ihr Ziel, das Nordkap. Von hier aus kann man angeblich den Nordpol sehen, bei gutem Wetter. Unterwegs sehen Svenja und Jan Täler und Berge, Schluchten und Hügel. Das skandinavische Gebirge durchzieht das über 1500 Kilometer lange Land. Eine Strecke von unbeschreiblicher Schönheit. Ja, aber mega Aussicht. Die Kvalsund-Hängebrücke. Sie verbindet das norwegische Festland mit der Insel, auf der die Stadt Hammerfest liegt. Und diese Fahrt, man glaubt es kaum, kostet nichts. Ist es die nördlichste Stadt der Welt oder die nördlichste Stadt Europas? Der Weltstadt. Der Weltstadt. Ach, krass. 70,7 nördliche Breite Hammerfest. Es ist die nördlichste Stadt der Welt. Ja, krass. Okay, die nördlichste Stadt der Welt, aber eigentlich nur die letzte Haltestelle vor dem großen Ziel Nordkap. Hier in Hammerfest machen viele Camper nochmal Pause. Tanken, einkaufen und ein kleiner Stadtbummel. Man merkt hier schon in Hammerfest, dass relativ viel Industrie ist und viel gearbeitet wird. Wenn man das ein bisschen ausblendet, ist es doch hier ganz nett, finde ich. Also ich finde, man muss schon viel ausblenden, damit es nett wird. Also. Ja. Immerhin, das städtische Marketing funktioniert. Der Eisbär gehört zum Stadtwappen und der Eisbärenclub ist weltberühmt. Der hat ein eigenes Museum und ist ein Muss für alle, die hierher kommen. Dann können wir jetzt zu den Eisbären gehen. Ja. Gut. Los geht's. Wegen den Souvenirs wolltest du hierher, richtig? Nein, ich möchte auch Mitglied im Eisbärenclub Ah ja, gut, den gibt es schon seit 1963. Ja, genau. Früher hat man einen Stempel in seine Wanderkarte bekommen. Heute wird man Mitglied im Eisbärenclub und hat so den Beweis, man war wirklich hier. Können wir uns einen Sticker fürs Auto mitnehmen? Ah ja. Cool. Nehmen wir einen mit. Hi. Hi. Hallo, wir sind aus Deutschland und wir haben vom Eisbärenclub erfahren, wir möchten Mitglieder werden. And we want to be a member. Ihr könnt die Ausstellung besuchen, da rechts. Am Ende ist ein Computer, da könnt ihr euch registrieren. Ah, cool. Können wir das gleich bezahlen? Nee, machen wir am Ende. Okay. And this Das will nehmen wir am take at Ende. the end. Okay, Okay? habt Spaß. Danke. Der Eisbär braucht Willensstärke und Ausdauer, wenn er in der Arktis überleben will. Eigenschaften, die auch Camper gut gebrauchen können. Aber guck mal, wie groß so ein Eisbär ist. Wahnsinn. Ein ausgewachsener Eisbär kann bis zu 3,40 Meter hoch und bis zu 500 Kilo schwer sein. Es gibt zwar Eisbären in Norwegen, aber nur noch im arktischen Ozean, 1000 Kilometer entfernt auf der Inselgruppe Spitzbergen. Ich habe gelesen, es gibt tatsächlich eine ganz kleine Population an Braunbären in Norwegen und Schweden, aber die sind so selten, dass wir da, glaube ich, keine Angst haben müssen. Und ich fände es eher cool, wenn wir sowas begegnen. Vielleicht nicht unbedingt so ganz alleine im Wald, aber so im Vorbeifahren finde ich schon cool. Wer hier Mitglied werden will, muss 22 € zahlen. Mit dem Geld wird dieser Club und die kleine Ausstellung finanziert. Ja, eins der Lebensziele ist erreicht, würde ich sagen. Als Mitglied im Eisbärenclub, wer kann das schon von sich behaupten? Aber ich finde es cool, das ist irgendwie eine schöne Erinnerung. Ja, absolut. Asbjörn ist Student und hat hier einen Sommerjob. 1/3 der Mitglieder ist hier aus Deutschland. Es ist unglaublich beliebt bei Deutschen, hierher zu kommen und Mitglieder zu werden. Ehrensache. Asbjörns Familie und Freunde sind hier auch Mitglied. Er ist stolz, hier zu arbeiten. Und Svenja und Jan sind stolz auf ihre Mitgliedschaft samt Urkunde und Anstecknadel. Jetzt kann es losgehen zum Nordkap. Ich wollte sagen, ich glaube, jetzt sind wir bereit als Eisbärenclub-Mitglieder. Wahnsinn. Kann ja nichts mehr schiefgehen. Nee. Wenn Sie wüssten, eine große Enttäuschung steht Ihnen noch bevor. Erstmal in den Supermarkt. Lebensmittel sind wahnsinnig teuer in Norwegen. In Europa zahlt man nur in der Schweiz und in Island noch mehr.
Schnell zu merken beim Alkohol. Da entdeckt Svenja deutsches Weißbier. Habe ich schon gesehen, ja, für 5 € die Flasche. Was? Ja. Was kostet eine Flasche bei uns? Euro 10 oder so. Ja, die Bierpreise die sind schon stolz hier. Ne? Also, da man guckt, eine Dose Bier für 4 €, das ist ja fast ein Luxusgut, würde ich sagen. Schatz, guck mal, hier ist auch noch so Weißbeeren-Bier in Flaschen für 2,40 € oder sowas. Das ist Pilsen, ja. Ja, 400% Alkohol. Nummer 1 mit für jeden, oder? Ja. Sehr gut. Und was haben Sie insgesamt ausgegeben? 82 € ist schon eine Hausnummer. Darf halt aber auch nicht vergessen, dass wir hier an der nördlichsten Stadt der Welt sind und das ganze Zeug ja auch hergekarrt werden muss. Dementsprechend sind auch die Preise. Ja. Ich glaube, in Deutschland hätten wir ein bisschen mehr bekommen für das Geld, denke ich mal. Mit ausreichend Proviant sind Sie für das Ziel Ihrer Reise vorbereitet. Erstmal zu einem Campingplatz, am liebsten mitten in der Natur. Das ist für Sie wichtig. Und genau so einen finden Sie auch. Was Sie nicht finden? Irgendwen an der Rezeption. Wenn die Rezeption geschlossen ist, können Sie sich gerne auf den Platz stellen und später anmelden. Ja, dann machen wir das. Sowas haben die Camper-Neulinge noch nicht erlebt. Da vorne würde ich hinfahren. Ja. Wir fahren aber auch vorwärts dahin, oder? Ja. Super. Auf dem kleinen Platz können bis zu 40 Wohnmobile stehen. 23 € kostet eine Nacht mit dem Mobil. Das ist günstig für norwegische Verhältnisse. Ich begebe mich jetzt in die Kälte. Tschüss. Ich habe so wenig Lust. Schönen Gruß. Ich mache hier ein bisschen klar Schiff. Ja. Svenja will sich den Campingplatz genauer ansehen. Ah ja. Also man kann hier scheinbar sich auch hinsetzen zum Essen. Das Ambiente ist eher so übersichtlich. Ah, da kann man sehen, wie es hier früher aussah scheinbar. Ob das alles so hygienisch ist, ich bin mir nicht so sicher. Sehr gemütlich ist das jetzt hier nicht. Da bin ich schon sehr froh, dass wir unser Zuhause dabei haben mit unserem eigenen Geschirr und unserer eigenen Kochstelle und wirklich nur auf das warme Wasser zum Spülen hier angewiesen sind und den Rest nicht. Das klingt ja so, als wenn Svenja schon ein richtiger Wohnmobilprofi ist. Das eigene Zuhause auf 4 Rädern. Sowas schätzen erfahrene Camper am allermeisten. Im Wohnmobil spülen und duschen und auch zum Pipi machen nicht raus. Ah ja, hier ist aufgemalt, wo du deine Schuhe abstellen musst. Hier steht es auch, keine Schuhe im Duschzimmer benutzen. Da haben sich aber nicht so viele dran gehalten. Ist okay. Ist nicht geil, aber ist okay. Am Polarkreis bleibt es heute auch spät nachts noch hell. Eigentlich toll, aber schlafen schwierig. So. Die Dachluken können wir auch noch zumachen, ne? Dann ist es schon fast dunkel. Jawohl. Das passt schon. Oder eben, du kannst dann auch schlafen. Ja. Gut zu schlafen ist heute besonders wichtig, denn morgen brauchen Sie eine Menge Energie. Der nächste Morgen. Es ist doch noch einer aufgetaucht. Sie haben gezahlt. Das Nordkap. Heute erwartet Sie der absolute Höhepunkt der Reise. Über 9 Monate Planung. 3500 Kilometer liegen hinter Ihnen und jetzt die letzte Etappe. Svenja denkt an ihren Vater. Das Nordkap war auch sein Traum. Er ist nach einem Herzinfarkt mit 65 Jahren gestorben. Vater und Tochter standen sich sehr nah. Wir fahren einige Stationen an, die mein Papa auf seiner Reise hatte. Oh. Aber ich kann nicht so gut darüber sprechen, da muss ich voll heulen. Das ist ganz furchtbar. Ja, und ich fühle mich
Ich fühle mich meinem Papa so ein bisschen nah irgendwie. Noch knapp 200 Kilometer. Sie nehmen die kurvigen Straßen durch die Provinz Finnmark und fahren entlang vieler Fjorde. Aber je näher sie dem Ziel kommen, umso mehr trübt sich die Sicht ein. Dann der große Moment. Mitten im Nebel. Dichte Suppe. Keine schöne Sicht auf den Nordpol. Das bekannteste Wahrzeichen Norwegens, ein bisschen kann man erkennen. Auf jeden Fall Fotos bei dem Globus machen. Das müssen wir machen. Schneit's jetzt gerade? Alles egal. Und wenn es hageln würde? Wir werden wahrscheinlich in unserem Leben auch nicht nochmal hier sein. Das Foto schaffen wir jetzt noch. Ja, ja. Das Nordkap, der nördlichste Punkt Europas. Mehr als 200.000 Menschen kommen jedes Jahr zu diesem vorspringenden Teil der Felsenküste, über 300 Meter hoch. Der stählerne Globus ist der Eiffelturm Norwegens. Wer hier war, hat was zu erzählen. Machen wir jetzt das Selfie? Ja, oder? Los geht's. Das Nordkap war ja so das erklärte Reiseziel und auch wenn es schade ist, dass jetzt die Gegebenheiten hier vor Ort echt nicht cool sind, aber wir sind schon froh, dass wir es geschafft haben und wir können den Haken machen. Wir haben das Foto mit dem Globus gemacht. Ja, das war schon das Wichtige. Und dann doch noch ein Happy End. Der vielleicht schönste Campingplatz rund ums Nordkap. Hier können Sie bleiben. Haben wir einen sehr schönen Platz noch gefunden für den Abend, ne? Ich bin auch wirklich überrascht. Aus den Wolken zu diesem wunderschönen Ort. Das ist cool, ne? Ja. Unter der Mitternachtssonne schwelgen Sie in Erinnerungen. Dass wir es die letzten Tage sehen durften, auf den Strecken, die wir so abgefahren sind, in Schweden oder hier im Norden von Norwegen. Ich glaube, da wären wir nicht hingekommen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Wir lernen immer mehr, was man besser optimieren kann, was man beim nächsten Mal vielleicht anders macht. Beim nächsten Mal vielleicht mehr passende Kleidung einpacken und weniger Kilometer am Stück fahren? Camping ist jetzt jedenfalls Ihr Ding. Was man schon sagen kann, ist, dass die Leute, mit denen wir Kontakt hatten, die unsere Nachbarn waren, die waren durch die Bank alle sehr nett, sehr offen, denen konnte man sich nett unterhalten. In Schweden und in Norwegen haben wir eigentlich genau den richtigen Mix gefunden zwischen Freistehen irgendwo in der Natur und einem Campingplatz, der aber nicht so riesig voll ist. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn wir zurück in Deutschland sind und wieder mehr arbeiten müssen, logischerweise, dass wir das Ding auch nutzen werden, um dann irgendwie mal ein Wochenende rauszukommen, ein bisschen Abstand zu kriegen. Also der wird nicht lange ruhig bei uns in der Einfahrt stehen, da bin ich mir sicher. Die Reise zum Nordkap wird Svenja ganz besonders in Erinnerung bleiben. Wir haben jetzt ein paar Orte gesehen, von denen, die mein Papa auf seiner Reiseroute hatte. Und auch wenn wir noch längst nicht alles gesehen haben, was er aufgeschrieben hat, was er sehen wollte, weiß ich jetzt schon, warum er das machen wird. Alles gut. Ich weiß. Ja, jetzt machen wir es.